Wir haben ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen zu der Buchvorstellung und unserer Vorstellung, natürlich frei von Akne. Ich freue mich sehr, dass du uns kennenlernst. Und Estefania, ich würde mich unfassbar freuen, dich direkt vorstellen zu dürfen. Wir haben das so aufgeteilt, sie sagt gleich ein paar Worte zu mir und ich sage ein paar Worte zu ihr. Wir haben uns nämlich kennengelernt 2017. Damals war ich in meinem letzten Jahr Medizinstudium in Düsseldorf und du warst kurz vor der Facharztprüfung. Und ich kann wirklich sagen, ich habe dich lieben gelernt über viele Jahre jetzt. Wir haben zusammen ein Unternehmen gegründet, eine medizinische Akademie für Ärzte. Dann 2019 haben wir die Online-Hautarztpraxis gegründet. Auch einer der Gründe, warum wir jetzt das Buch geschrieben haben. Heute hier sind. Und was ich auch ganz toll finde, ich habe dich begleitet in hohen Momenten, in tiefen Momenten, als du deine zweite Tochter bekommen hast. Und das ist auch ein Punkt, zu dem Zeitpunkt kommen wir gleich zurück. Du bist ja auch jemand, der aus Erfahrung spricht, wenn es um das Thema Akne geht. Ganz wertvoll. Und ich kann nur sagen, ich bewundere dich als medizinische Leitung. Ich habe total viel Respekt, was du jeden Tag leistest. Also Estefania macht bei uns medizinische Leistung von allen Patienten, die uns digital über Dermanostik konsultieren. Also ich bin sehr stolz, dass ich dieses Buch mit dir geschrieben habe und freue mich, dass ich diese kleine Einführung gemacht habe. Danke, ich kann es nur zurückgeben. Alice, du bist ein wunderbarer Mensch. Als ich dich kennengelernt habe, habe ich auch so einen Wow-Moment gehabt. Stell dir vor, ich habe sie gesehen und dachte, wow, das ist ein ganz anderer Mensch, also komplett genau die Wellenlänge und ja, ich kann es nur zurückgeben, du machst eine wertvolle Arbeit bei Dermanostik, hier hinter der Kamera, vor der Kamera, überall und an den Wochenenden, genau. Deswegen kann ich nur sagen, es ist schön, dass wir hier sind und dank dir, wenn du Patient bei uns bei Dermanostik bist, warst oder wirst, ja, es ist eine Herzensangelegenheit, die wir hier heute mit dir vorhaben. Denn, wieso haben wir das überhaupt geschrieben? Es ist schwierig zu antworten, denn wir haben so viel zu tun, dass man eigentlich denkt, habt ihr denn noch Zeit, ein Buch zu schreiben? Und weil du dich wahrscheinlich fragst, was steht in diesem Buch, möchte ich dir sagen, du bist mit der Akne nicht alleine. Du bist mit uns. Und weil wir auch wissen, was Akne bedeutet als Erkrankung, aber auch als Patient. Du hast was Schönes angesprochen. Ja, ich hatte 2 Schwangerschaften, 2 Entbindungen. Und was macht das mit unserer Haut? Die Haut und die Hormone haben einen sehr engen Zusammenhang. Und es kann schon sein, wenn wir alles richtig machen, dass es trotzdem zu Schwierigkeiten kommt. Insbesondere ab dem 30. Lebensjahr sind dann die Pickelchen eher im unteren Bereich in der Kinnlinie. Vielleicht hattest du das auch schon mal. Und das sind Zeichen einer hormonellen Akne, die zum Beispiel nach der Entbindung vorkommen kann. Aber auch bei Stresssituationen. Ja, wenn wir wissen, wir haben dieses Event, wir haben diesen Filmdreh, ja, spielt die Haut verrückt. Häufig auch vor Hochzeiten oder wenn man den Abiball hat oder eine große Feier, dann ist der Stress da. Man möchte erst recht, dass man gut aussieht. Und es gibt auch kleine Lifehacks, also durchaus. Da muss man auch abwägen, es gibt Lifehacks, die man so im Internet manchmal liest. Gerade bei TikTok gibt es auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Nicht jeder Trick stimmt, muss man ganz klar sagen. Manchmal ist es auch schädlich. Und eigentlich ist auch das Schöne, jetzt fragst du dich, was steckt alles in diesem Buch? Und ich kann sagen, es steckt alles drin. Also was haben wir so für Themen? Wir haben Ernährung, ganz großes mit Rezepten. Thema. Mit Rezepten, genau. Weil wir kennen das. Wir gehen nach Hause, sind ein bisschen vielleicht im Stress. Ja? Der eine will vielleicht vorher noch Sport machen, weil er auch das gut ist. Und was machen wir uns zu essen? Ja. Wir gehen da auch richtig auf die Inhaltsstoffe ein. Also warum ist zum Beispiel Vitamin A oder Vitamin C wertvoll? Zink, wie wirkt es? Was ist da auch mit Studien hinterlegt? Richtig. Was ist da eigentlich der Wirkmechanismus? Esse ich Fleisch, esse ich kein Fleisch, esse ich Eier, wie viele, Maximum? Also es ist natürlich auch keine tabellarische Sache, die man sich einprägen muss, aber so ein bisschen, dass man so ein Gefühl bekommt und wie gesagt dermatologisch fundiert, okay, das wäre gut für die Haut, das eher nicht, ohne dass man direkt in eine Essstörung rutscht, denn auch das
haben wir häufig gesehen. Wenn du dich in dieser Lage befindest, dass du langsam Angst bekommst, weil du merkst, wenn ich das esse, dann bekomme ich den Pickel oder ne, dann ist das natürlich jetzt auch der Moment, das einmal zu verstehen, und zwar patientenfreundlich. Denn das ist ja eins unserer Stärken, ja, das patientenfreundlich darzustellen. Denn ja, digital haben wir wirklich gemerkt, dass das natürlich auch beim Patienten viel besser ankommt. Also bei dir, wenn du dich fragst, was habe ich denn da und wie kann ich das besser machen? Ich habe jetzt mal so einen kleinen Appetizer, also ein Preview aus dem Buch, weil das war für mich auch ein besonderer Moment. Gerade bei Pickeln, Pickel ist nicht gleich Pickel. So, da haben wir eine schöne Übersicht, wo drin steht, was ist ein Pickel. Also ein Pickel ist eigentlich eine Pustel mit Eiter gefüllt, mit einer kleinen Rötung, Umrundung, eine leichte Entzündung. Das ist auch gleichzeitig nicht ein Whitehead. Ein Whitehead kann ähnlich aussehen, ist eigentlich ein Mitesser, aber mit einem letzten kleinen Häutchen darüber. Wird häufig verwechselt mit Milien. Das ist wieder was ganz anderes. Dann gibt es ein Blackhead, das sind vor allem die schwarz aussehenden Mitesser. Das kann sich weiterentwickeln in einen Pickel, muss aber nicht zwingend sein. Genau. Ich kann den Pickel auch einfach so bekommen. Und das ist ein Thema, aber noch viel mehr. Also zum Beispiel auch, welche Arten der Akne es gibt. Da unterscheidet man ja medizinisch wirklich, ob es erstmal eine leichte, mittelschwere oder schwere ist, aber auch bestimmte Formen. Genau. Und das ist, glaube ich, vor allem für das Eigenverständnis gut, dass man nachher wirklich weiß, ja, erstens, das ist eine Akne oder nein, ich habe nur Hautunreinheiten, die sind normal. Und zweitens, wenn ich weiß, dass es eine Akne ist, wie sieht konkret mein Lifestyle aus? Was kann ich selber machen? Genau. Und falls du dann zum Beispiel eine medizinische Therapie, eine Behandlung bekommst, ist es insbesondere wichtig zu verstehen, weil ich eine Pustel habe und weil da Eiter ist, bekomme ich ein Präparat, eine Creme, ein Gel, was zum Beispiel auch eine leichte antibiotische Wirkung hat. Ja, beispielsweise. Das ist natürlich dann viel einfacher für dich zu verstehen, wie wenn man sagt, Akne, verschreibe ich das und fertig aus. Ja? Und das ist, genau, das ist natürlich auch ein großer Spagat, ja? Zwischen analog und digital. Und natürlich auch schön umschrieben, schön mit Beispielen, mit Rezepten, auch Meditation. Ja, ich meine, das ist ja auch, haben wir ja gemeinsam gesehen, dass wenn wir in unserem Inneren rein sind, ja, und der Stress uns nicht überkommt, dass es uns mental und auch unserer Haut und vielen anderen Organen besser geht. Ja, du hast auch Tipps, die du auch sehr schön geschrieben hast, ja, wo ich auch gesagt habe, absolut, das machen wir ja de facto. Das ist etwas, wo ihr auf jeden Fall einen großen Mehrwert und eine komplette Behandlung der Akne mitbekommt. 3 Fragen, die uns zum Thema Akne bei Dermanostik Instagram sehr häufig erreichen. Nummer 1, darf ich Schokolade essen, wenn ich Akne habe? Okay, wir sind uns einig. Ja, genau. Magst du kurz was erzählen? Ja, also wenn es dunkle Schokolade ist, oder? Was denkst du? Ja, also genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Manchmal auch in Maßen, kommt ein bisschen drauf an, aber wir erklären das noch ausführlicher im Buch, warum. Warum ist das bei Schokolade überhaupt so? Ohne Karamell. Frage Nummer 2, geht Akne wieder weg? Jetzt haben wir wieder beide das Häkchen. Es ist, es ist manchmal eine chronische Erkrankung, je nachdem in welchem Alter und was genau die Ursache ist. Man muss aber sagen, dass wenn man die richtige Pflege hat und wenn man insbesondere auch medikamentöse Unterstützung, das heißt mit einer Creme, die apothekenpflichtig ist, kann man das unterstützen. Ja, heilen ist so ein Wort, was wir schwierig nicht so gerne benutzen. Frage Nummer 3, sind alle Hautunreinheiten Akne? Ja. Ganz klar. Genau. Auch einmal geguckt. Ja, magst du? Ja, dann mache ich einmal weiter. Hautunreinheiten können normal sein. Also das heißt, dass temporär mal mit dem Zyklus kleine Pickelchen, Rötungen, Knötchen auftreten. Mitesser sind auch normal. Hier ist aber wieder die Menge entscheidend und auch die Dauer.
Das heißt, die Akne ist eigentlich eine chronische Erkrankung, die in Schüben verlaufen kann, mal stärker, mal schwächer, aber sie zeigt sich ausgeprägt und nicht vereinzelt. Deswegen ist das ganz klar, nicht alle Hautunreinheiten sind Akne. Genau, und das ist ganz wichtig für dich, wenn du dich fragst, Mensch, ich habe jetzt auch mal Bad Days, Bad Acne Days oder wie man das nennt. Es ist völlig normal, lass dich nicht irritieren, wenn bekannte Leute oder Menschen, die man auf den Social Media Kanälen sieht, immer reine Haut haben. Ja, das können wir definitiv widerlegen. Also von daher ist das eigentlich schön. Ich glaube, am Ende des Buches wirst du ein Gefühl haben, erst einmal, dass es normal ist. Ja, Akne ist eine der häufigsten Erkrankungen weltweit. Und das Zweite ist, du bist nicht alleine und es gibt viele Möglichkeiten, dass es besser wird. Und ich glaube, viel, was auch dazu gehört, ist ein Verständnis für die eigene Haut entwickeln. Absolut.